dann sieht man, dass der Sinus eigentlich ziemlich genau aus einem Ausschlag besteht. Vorhin beim Rauschen, da war ja alles irgendwie und alles wie ein Meer am Tosen. Und hier haben wir, also der ist zwar nicht total schmal, dieser Berg, das ist halt irgendwie so eine Glockenspitze hier. Und je tiefer es wird, umso breiter wird es auch. Aber eigentlich ist es nur eine Frequenz, der Sinus. Und wenn man jetzt hier wieder auf die anderen Wellenformen geht, Rechteck, Sägezahn und Dreieck, dann sieht man, dass hier neben dieser Grund, also der Sinus wäre jetzt auch dort, genau dort, aber da kommen dann zusätzlich noch weitere Ausschläge hinzu und das nennt man Obertöne. Deswegen klingen die halt auch so hell und so scharf, diese anderen, weil die halt natürlich auch weiter oben etwas haben, in den Mitten und in den Höhen. Und dieser Abstand, der ist genau definiert durch die Frequenz. Also wenn ich das jetzt hier nach oben schiebe, der Abstand bleibt gleich. Das ist auch bei den anderen Wellenformen so. Und die Art und Weise, in welchem Abstand die stehen, das hat dann einen musikalischen Charakter halt. Also bei diesen Grundtönen stehen die in einem musikalischen Verhältnis. Die möchte mal schneller, mal langsamer sein, die Welle. Und jetzt springt sie so hin und her und wird halt auch schärfer, bekommt Charakteristiken von Sägezähnen und von Rechtecken, die dann quasi da so reingezwungen werden durch diese Modulation. Und wenn man sich das spektral anschaut, dann sieht man eben, dass Obertöne hinzukommen. Und zwar erst recht harmonisch und dann verliert er den Grundton auch. Und es schiebt sich so relativ wild hin und her. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein... also man kann dann hier, ich drehe jetzt mit beiden rum hier, recht wilde Geräusche machen. Aber sind nicht immer unbedingt in einem harmonischen Abstand, diese Obertöne, die da hinzukommen. Okay, also ich hoffe, ihr habt alle... Also man kann Bongos und Drums halt auch melodisch spielen. Ne? Das geht jetzt auch in den Quantizer rein. Dieses Basic-Sampler-Modul hier hat eben auch den Tune-Eingang, so wie der Oszillator und so weiter. Lautstärke-Eingang. Machen wir gerade mal Stopp. Den kann man auch so triggern hier von Hand. Tune. Und hier kann man den Startpunkt noch, ihr müsst euch vorstellen, in diesem Sample kann man ja auch weiter hinten starten. Ne? So, das haben wir gestern ja auch mal damit rumgespielt.